Herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Es ist schon wieder Sonntag, das Wochenende geht immer so schnell vorbei. Wir wollen aber heute noch den Tag im Disneyland Park und den Walt Disney Studios genießen. Und was wir alles heute erleben werden, das seht ihr nach dem Intro. Tja, die Taschen sind schon wieder zusammengepackt. Leider ist es schon wieder vorbei. Man checkt schnell ein und muss dann auch wieder schnell gehen, was immer sehr, sehr schade ist. Denn gerade in so einem Disney-Hotel zu übernachten ist schon eigentlich immer so ein ganz kleines Highlight, weil man muss sich nicht ins Auto setzen und nochmal irgendwo hinfahren. Man ist direkt an den Parks. Das ist einfach so ein Kompletterlebnis, wo man nicht rausgerissen wird, wenn man dann irgendwie außerhalb in einem Hotel schläft. Ich schlafe natürlich auch 99% der Zeit in anderen Hotels, weil ich ja sehr, sehr oft hier bin und dann das natürlich dann nicht so ganz günstig ist, was aber auch völlig normal ist. Und ja, der nächste Aufenthalt in einem Disney-Hotel ist aber schon gebucht, das kann ich schon verraten, denn in 4 Wochen, an meinem Geburtstag, also am 24. Juli, geht's auf die Davy Crockett Ranch. Ist ja kein richtiges Hotel, aber auch die Davy Crockett Ranch habe ich in all den Jahren, die ich hier nach Disneyland Paris fahre, noch nie besucht und darauf freue ich mich dann auch, dort meinen Geburtstag feiern zu können. Wir werden uns jetzt gleich auf den Weg machen zum Parkplatz, werden dort unser Gepäck abgeben, dann im Auto. Wir geben es ab oder wir laden es einfach ein. Dann werden wir uns in Richtung Disneyland Park aufmachen und dort dann die Q und die Sarah treffen, irgendwo was zusammen frühstücken gehen und dann den Morgen ein bisschen zusammen verbringen. Also heute wird es alles ein bisschen ruhiger. Ich möchte euch heute ein paar Bilder mehr aus dem Park zeigen. Wir fahren also zu keinem Ausverkauf. Es gibt nichts Besonderes, was wir da oder Außergewöhnliches, was wir vorhaben. Einfach nur pure Freude im Park. Ich bin wirklich sehr, sehr froh darüber, dass wir heute Morgen hier kein Frühstück gebucht haben, denn es ist sehr, sehr viel los, auch hier beim Check-in jetzt auch schon heute Morgen. Ja, was ja auch nicht verwunderlich ist, denn im Moment hat ja auch nur der Newport Bay Club geöffnet, alle anderen Hotels sind ja noch geschlossen, die werden ja phasenweise geöffnet werden. Morgen macht ja dann das Marvel Hotel auf das ich auch schon sehr, sehr gespannt bin gespannt auf die ersten Bilder und Videos morgen aus dem Hotel. Wir werden jetzt am Lake Disney vorbeischlendern durchs Disney Village und dann in den Disneyland Park gehen und dann, wie gesagt, die Q und die Sarah treffen und dann erstmal schön etwas frühstücken gehen. Wir stehen schon wieder hier am Disneyland Hotel. Heute Morgen läuft hier alles sehr, sehr gesittet ab, muss ich wirklich sagen. Die Leute halten sich an den Abstand und wir haben hier unsere Jahreskarte und den Magic Pass in der Hand. Damit bekommen wir natürlich dann garantierten Zutritt jetzt zu den Parks. Das Wetter habe ich ja schon angesprochen, ist eigentlich ganz gut heute Morgen. Die Sonne scheint und es ist auch nicht mehr so schwül wie gestern, was einiges dann schon mal einfacher macht. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, was wir als erstes machen, aber ich denke mal, wir werden auf Sarah und Q warten und dann ja, frühstücken und dann langsam in den Tag starten. Ich glaube, dass wir frühstücken gehen, habe ich jetzt schon 2- oder 3-mal erwähnt, aber es ist halt auch noch so ein bisschen früh und so wirklich viel geschlafen habe ich auch nicht, weil ich wollte so viel wie möglich die Zeit auskosten im Disneyland, ich sage jetzt schon wieder Disneyland Hotel, im Newport Bay Club und ja, das haben wir auf jeden Fall auch getan. Hier unter der Main Street Station findet ihr diese Ladestation oder Powerbank-Station für eure Mobiltelefone. Ich wollte jetzt auch mal schauen, was es kostet und das kann ich euch auch hier mal zeigen. Für 2 Stunden kostet es 4 €, für den ganzen Tag 10 € und wenn ihr es nicht am Ende des Tages zurückbringt, 30 €. Micro-USB, USB-C und iPhone-Kabel, ja, damit geht es dann wohl. Finde ich eine richtig coole Lösung, weil wie oft hat man das? Man macht viele Fotos und so, auf einmal ist das Handy leer und man hat seine Powerbank verloren oder vergessen und da ist das einfach eine tolle Möglichkeit vom Disneyland Paris zur Verfügung gestellt. So, wir haben hier gerade noch die Q und die Sarah getroffen. Die sind schon hier mitten im Gespräch. Und ja, ich erwähne es jetzt auch noch ein 4. Mal. Wir gehen jetzt frühstücken, oder? Ja. Das machen wir jetzt. Und was es gibt, das zeigen wir euch dann gleich. Wir sitzen jetzt hier beim, wie heißt es nochmal? Ich habe es gerade eben schon Markethaus Delhi, Markethaus Delhi, keine Ahnung. Und ja, es gibt Schokoröllchen.
Also die beiden sagen zu Schoko-Croissants, ihr kennt sie, ich zeige es einfach mal ganz kurz. Das muss sein hier. Also Croissants mit Schoko sind bei den beiden Schokoröllchen. Ich kenne es nur unter Schoko-Croissant, aber ja, guten Hunger. Danke. Schmecken wird es trotzdem. Ja. Wir sind jetzt gerade eine Runde mit Phantom Manor gefahren. Jetzt hier heute am letzten Tag muss das natürlich dann auch nochmal sein. Ich finde es eigentlich ziemlich entspannt heute. Die Wartezeiten, die halten sich in Grenzen und irgendwie ist es angenehmer als gestern. Nicht nur das Wetter und die Luft, sondern auch von der Menschenmenge her. Es ist heute echt gut auszuhalten und ja, mal gucken, wo es uns jetzt hin verschlägt. Wir sind Big Thunder Mountain gefahren, wie gerade eben schon gesagt, auf Phantom Manor und gehen jetzt mal rüber zum Adventureland, vielleicht Pirates. Barbecue Cookout ist so ein richtiger Geheimtipp, also ich gehe da echt sehr, sehr gerne hin. Ob es jetzt geöffnet ist jetzt im Moment, weiß ich leider noch nicht, aber es brennt Licht und es laufen auch Mitarbeiter drin rum. Deshalb gehe ich einfach mal schwer davon aus, dass es jetzt bald öffnen wird. Barbecue Cookout findet ihr hier in der Nähe, oder im Frontierland in der Nähe vom Theater, wo die Lion King Show im letzten und im vorletzten Jahr lief. Da geht es da hinten rum. Und hier hinter findet ihr noch Pablos Trading Post. Das ist die Ecke, wo allen Pin-Tradern und allen Pin-Sammlern das Herz höher schlägt. Ich glaube, ich nehme euch einfach mal kurz mit dahin und dann schauen wir einfach mal, ob das geöffnet ist im Moment. Wenn wir schon mal hier in der Ecke sind. Hier finden wir im Moment einen Selfie-Spot mit Goofy. So. Und hier sind wir bei Pablos Trading Post. Und so wie es aussieht, hat der Laden auf. Schauen wir einfach mal ganz kurz vorbei. Ja. Tout de suite. Non, il y a quand même quelque chose Non, il y a deux choses différentes. Ich kann schon sehen, so ein ganz paar besondere Stücke und natürlich jede Menge Pins. Und Funko-Pop-Figuren. Hier haben wir sogar was von Phantom Manor. Und die singenden Büsten und Bücher. Also schaut gerne mal vorbei, wenn ihr hier in der Ecke seid. Hier ist es auch schön ruhig. Man kann hier schön sitzen. Gerade im Sommer ist es auch ein bisschen schattig. In den nächsten Monaten habe ich auf jeden Fall vor, euch jedes einzelne Themenland hier im Disneyland Paris etwas genauer vorzustellen. Wir gehen ja jetzt hier gerade vom Frontierland ins Adventureland und ich finde, in jedem Land gibt es viele Sachen zu entdecken. Es gibt tolle Restaurants, Attraktionen und was es alles so zu sehen gibt, das gehen wir dann einfach mal Video für Video dann durch. Wenn ihr Lust darauf habt, dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall über eine Rückmeldung von euch freuen. Gern wäre ich jetzt eine Runde mit Pirates gefahren, aber leider ist Pirates im Moment außer Betrieb. Kann immer wieder vorkommen, gerade bei diesen Temperaturen fallen die Attraktionen ganz gerne mal aus, aber es ist noch früh am Tag, wir kommen einfach nachher nochmal wieder und hoffen einfach darauf, dass wir dann die Piraten besuchen dürfen. Gerade hier im Fantasyland gibt es wirklich so viel zu entdecken und ich glaube, da lohnt es sich auf jeden Fall wirklich mal ein eigenes Video von zu drehen. Es ist auch aber einfach so schön und ich glaube, gerade die Ecke hier oder gerade das Fantasyland steht fürs Disneyland, oder? Also ich glaube, viele halten sich hier am liebsten auf.
Und wenn wir gerade hier sind, dann sollten wir doch vielleicht mal unser Glück versuchen, aus dem Labyrinth der Herzkönigin wieder herauszufinden. Und ja, ab geht's. Viele übergehen diesen Bereich hier im Fantasyland immer. Das Storybookland hier mit dieser tollen Märchenfahrt. Ich erspare euch jetzt den französischen Namen, weil den werde ich garantiert dann falsch vorlesen. Ist immer mal ganz nett, um so ein bisschen auszuspannen, ein bisschen runterzukommen. Und ja, Casey Junior findet ihr hier auch noch. Ein kleiner Coaster. Ist aber auch immer ganz witzig und ein toller Soundtrack. Ich habe es ja gestern schon gezeigt, es gibt so viele Selfie-Spots hier. Hier bei den Teetassen findet ihr im Moment Tweedledee und Tweedledum. Und dort hinten steht Tigger und es ist fast überhaupt gar nichts los. Ja, obwohl der Park ja doch ganz gut befüllt ist, sind die Selfie-Spots eigentlich nicht so gut besucht. Also wenn ihr Fotos machen wollt, wenn ihr Selfies machen wollt, dann auf. Ihr müsst nicht lange warten. Wir kommen hier gerade noch am Prinzessinnen-Pavillon vorbei. Die Prinzessinnen sind natürlich im Moment nicht da, die können ihr nicht treffen, aber dort ist ein Thron, der eigentlich ganz nett beleuchtet ist, wo man schöne Fotos machen kann. Also wenn ihr Lust habt auf schöne Fotos, dann besucht den Prinzessinnen-Pavillon. Auch ohne winkenden Frauen ist er ganz interessant. Ja, das Fantasyland ist einfach gerade so im Sonnenschein ein wirkliches Highlight. Richtig, richtig schön. Ich bin öfters bei Instagram gefragt worden, ob es im Moment möglich ist, den Drachen zu besuchen. Und nein, ihr kommt normalerweise ja hier, geht hier der Weg runter zur Drachenhöhle. Da ist im Moment geschlossen. Und auch wenn ihr hier durchs Schloss geht, ist der Eingang, also diese Treppen runter zur Drachenhöhle, geschlossen leider. Ich zeige euch das jetzt einfach mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Ziemlich dunkel. Selbst der Laden ist jetzt gerade geschlossen. Gestern war er noch offen. Hier scheint es halt gestern reingeregnet zu haben, weil hier ist immer noch irgendwie alles nass. Und ja, hier ist tatsächlich ganz geschlossen. Hallo. Aber wenn ihr Lust habt auf Weihnachtsartikel, der Laden ist definitiv geöffnet für euch. Bienvenue à Disneyland Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Pour la santé et la sécurité. Mein absolutes Lieblingsrestaurant hier im Disneyland Paris ist ja das Silver Spur Steakhouse. Und ihr bekommt im Moment kein normales Menü, das was ihr so gewohnt seid, sondern es gibt wohl eine Auswahl an Menüs, die kann ich euch hier mal zeigen. Hier haben wir einmal, ich kann es nicht lesen, Schweinerippchen, Cheeseburger und Fish and Chips. Preise sind eigentlich ganz in Ordnung. Fürs Menü bezahlt ihr 22 €. Ist wahrscheinlich ähnlich dem Lucky Nugget, was ihr direkt dann hier nebendran, neben dem Last Chance Café findet. Wir stellen uns jetzt hier mal an und ja, schauen mal, wie es denn so ist.
im Silver Spur Steakhouse angekommen. Ich habe mich für das Cheeseburger-Menü entschieden mit Pommes, mit einem Eis mit Schokosoße und einer Cola für 22 €. Ich bin mal gespannt, ob es so ein ganz normales Burger-Menü ist oder ob es was anderes ist. Es ist auf jeden Fall dasselbe Menü, was ihr im Moment im Lucky Nugget bekommt und auch das gleiche System. Man sucht sich ein Menü aus, bezahlt vorne am Eingang und wird dann zum Platz gebracht und dann wird man dann halt bedient. Die normale Speisekarte, die ihr im Silver Spur Steakhouse gewöhnt seid, die gibt es im Moment nicht. Ich hoffe, dass es irgendwann wieder zurückkommt, weil ich habe es gerade eben schon gesagt, das Silver Spur Steakhouse ist absolut mein Lieblingsrestaurant hier im Disneyland Paris. Es hat keine 2 Minuten gedauert und dann war das Essen auch schon da. Ihr seht Pommes mit Burger, sieht eigentlich ganz in Ordnung aus, vielleicht so ein bisschen trocken. Eine Cola dazu. Hier gibt es die Rippchen, sind es, glaube ich, ja, auch mit Pommes, obwohl es da eigentlich Salat dazu geben sollte, aber naja, gut. Sieht auf jeden Fall gut aus und wir lassen es uns auf jeden Fall schmecken. Das Dessert ist auch gekommen, ein Schoko-Eisbecher, also es ist ein normales Softeis, ein Sundae mit Schokosoße. Ja, also das Eis hier im Silver Spur Steakhouse war auf jeden Fall auch schon mal größer. Wir haben jetzt 22 € für das Menü bezahlt, also Pommes, Burger, eine Cola und diesen Eisbecher. Mit Jahreskartenrabatt ist es okay, kann man mal machen und ihr müsst ja auch nicht wirklich lange anstehen. Nach einem guten Mittagessen möchte ich mir jetzt einfach die Zeit nehmen und ein paar Fragen beantworten, die mich jetzt so die letzten 2-3 Tage bei Instagram erreicht haben. Und ganz oben auf der Liste stand immer die Frage, lohnt sich Disneyland Paris im Moment zur Zeit von Corona? Und da muss ich sagen, also für die Leute, die schon öfters hier waren, definitiv, es ist einfach mit der schönste Ort hier bei uns in Europa und ich liebe es einfach. Und trotz der ganzen Maßnahmen und so ist es einfach super gelöst alles hier. Ich fühle mich hier total sicher und man muss natürlich Abstriche machen. Ich habe es ja gerade schon gezeigt. Im Restaurant, das sind ein paar Änderungen, die man da vorgenommen hat, jetzt im Silver Spur mit dem Menü zum Beispiel. Viele Restaurants sind noch geschlossen, die Hotels sind fast alle noch geschlossen. All das sind so Dinge, damit muss man klarkommen, aber für Leute, die wie gesagt hier öfters sind, ist das dann auch kein Problem. Wenn ihr jetzt Erstbesucher seid und noch nie hier im Disneyland Paris wart, dann ist das natürlich was anderes. Dann muss man sich genau überlegen, möchte ich das halbe Erlebnis oder halt das Dreiviertel-Erlebnis nur haben. Denn man muss sich bewusst sein, es sind keine Shows, es gibt kein Feuerwerk, es gibt zum Beispiel keine Paraden. Es gibt natürlich diese kleinen Paraden, die öfters über die Main Street fahren, in diesem Alice im Wunderland Zug oder der Prinzessinnenwagen. Also es gibt schon Entertainment, ja auch durch die Selfie-Spots etc. Aber es ist natürlich dann nochmal was anderes, als wenn Disneyland im Normalbetrieb läuft mit den ganzen tollen Shows, mit dem Feuerwerk etc. Dann ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt das Schloss. Wann ist das Schloss fertig? Wann wird das Schloss enthüllt? Das kann man auch noch nicht genau sagen. Ich glaube, das Einzige, was kommuniziert wurde vom Disneyland Paris, ist, dass es zum 30. Geburtstag fertig sein soll. Und der 30. Geburtstag vom Disneyland Paris ist der 12. April 2022, das heißt also im nächsten Jahr. Ich denke auch, dass es sich bis dahin ein bisschen hinziehen wird noch und bis dahin auch dauern wird, denn es ist ja nicht einfach nur ein Anstrich, was da gemacht wird. Ihr habt es ja bestimmt schon in den Videos gesehen, die ganzen Türmchen sind abgenommen worden, wurden komplett restauriert und neu gemacht. Also es ist eine umfassende Renovierung und so eine Renovierung gab es für das Schloss ja auch noch nicht in all den 30 Jahren. Also wenn ihr damit klarkommt als Erstbesucher, dass das Schloss halt verdeckt ist, dass es im Moment kein richtiges Entertainment gibt und auch keine klassischen Shows, dass es Abstriche bei den Restaurants, bei den Hotels und sowas gibt, dann kommt her, denn eins muss man sich ja immer vor Augen halten, es gibt immer wieder einen Grund zurückzukommen und wenn ihr jetzt nicht das ganze Erlebnis habt, dann beim nächsten Mal. Von daher, ich kann es nur jedem empfehlen, kommt nach Disneyland, es ist eine Reise wert, gerade für jung und alt. Jeder hat hier irgendwas und jeder kann hier irgendwie was finden, um sich zu unterhalten. Ja, das ist fast wie jetzt so ein Werbespruch, oder? Die nächste Frage, die immer wieder gestellt wird, ja, kommen jetzt wöchentlich Vlogs aus dem Disneyland Paris? Natürlich nicht. Ich kann natürlich nicht jede Woche hier sein und möchte auch in den nächsten Tagen noch andere Freizeitparks gerne besuchen. Wann ich das nächste Mal im Disneyland Paris sein werde, kann ich noch nicht genau sagen, weil ich bin da recht spontan. Ein Ausflug ist auf jeden Fall schon geplant, jetzt im Juli. Da werde ich 40 am 24. Juli und den Geburtstag möchte ich natürlich auch hier im Disneyland Paris feiern. Auf der Davy Crockett Ranch ist für mich das erste Mal. Ich war noch nie auf der Davy Crockett Ranch und freue mich da auch schon sehr drauf, mit Freunden dort meinen Geburtstag zu verbringen. Und ja, ob es zwischendurch dann nochmal einen Ausflug hierhin gibt, also in den nächsten
1, 2, 3, 4 Wochen, das weiß ich noch nicht. Wie gesagt, da bin ich ziemlich spontan. Und ja, mal sehen, was die Zeit so mit sich bringt. Tja, die Chefetage hat es sich nicht nehmen lassen, uns persönlich auch zu verabschieden. Unser Besuch neigt sich langsam dem Ende zu. Es ist zwar erst kurz vor 14 Uhr, aber es zieht sich gerade wieder so zu. Und ganz ehrlich habe ich nicht Lust, nachher im strömenden Regen nach Hause fahren zu müssen. Und deswegen bewegen wir uns jetzt langsam Richtung Auto, also Richtung Newport Bay Club wieder, um zu unserem Auto zu kommen und dann langsam und gemütlich den Heimweg anzutreten. Ja. Ich melde mich auf jeden Fall gleich nochmal aus meinem Lieblingsladen. Wisst ihr überhaupt, was mein Lieblingsladen hier ist? Mein absoluter Lieblingsshop hier im Disneyland Paris ist Harringtons hier auf der Main Street. Denn hier bekommt ihr alles, was das Sammlerherz höher schlagen lässt. Ihr bekommt Produkte von Arribas Fonds, das hier nicht, sehen wir da hinten. Ihr habt hier eine Ecke mit Pandora-Artikeln. Und natürlich die ganzen tollen Disney-Figuren, Statuen, Schneekugeln. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Hier unten haben wir Artikel von Bretto. Ein bisschen was Weihnachtliches. Jack Skellington. Auch hier wieder Nightmare Before Christmas. Und natürlich hier unten ganz tolle Artikel von Phantom Manor. Ratet mal, was ich davon habe. Ihr braucht gar nicht raten, ich habe davon alles. Das Schloss, Remy, Mickey und Minnie. Die hätte ich auch sehr gern von Pirates. Für die Schön und das Biest Fans ist natürlich da auch das ein oder andere Stück. Mega schön. Dumbo, Chip und Dale, Timon und Pumba. Bisschen was Kleineres. Obwohl ich die ziemlich seltsam finde, denn ja, die haben schon ein komisches Gesicht. Aber auch die haben ihre Fans. Hinten gibt es ein paar kleinere Figuren. Hier haben wir eine Mickey Backfigure, die habe ich ja auch, die ist richtig cool. Auch die Genie, Tinkerbell auf der Flasche, Jessica, Ariel, Merlin und Donald. Auch für die Marvel-Fans gibt es hier das ein oder andere Stück. Die ganz tollen Jim Shore-Figuren. Das hier von Pirates hätte ich auch sehr, sehr gerne. Da haben wir die 7 Zwerge, die habe ich ja auch als große Figur, die ja dann auch Musik machen. Von Mickey und Co. Was Klassischeres. Und auch die sind mega genial. Winnie Pooh, Donald, Mickey. Auch Dagobert. Sind natürlich etwas teurer, könnt ihr sehen hier. Dagobert kostet 319 €. Tinkerbell, Alice, Woody, Buzz und nochmal Jessica. Jessica mit Roger Rabbit. Na, hier wie versprochen die tollen Arribas France Artikel. Könnt ihr euch auch hier gravieren lassen. Und Schmuck. Die Bücher findet ihr hier auch. Da haben wir das Pirates Buch. Das Buch zum, ich glaube, das war zum 25-jährigen Jubiläum. Ein paar andere Bücher und natürlich auch gemalte Bilder, die auch nicht günstig sind, aber besonders. Noch mehr Bücher, noch mehr Bilder. Also hier ist schon für jeden was dabei und auch für jeden Geldbeutel, das muss man ganz klar sagen. Und hier in der Kuppel gibt es einen ganz tollen Effekt, aber was da passiert, das verrate ich euch im nächsten Monat in einem Video mit der lieben Monimaus. Jeder hat ja hier so seine Abschiedsrituale. Die liebe Brina sagt ja hier jedem Gegenstand auf Wiedersehen. Und ich mache das immer so, dass ich hier so mittig in der Main Street gehe, also wenn es möglich ist. Und dann drehe ich mich einfach immer noch mal rum.
schaue mir das Schloss an, wink zu und denke mir, ja, wir sehen uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Ich erinnere mich noch im August 2020, da war ich mit Dennis, Nina und Sven hier unterwegs und da habe ich mich rumgedreht und habe gedacht, okay, ich habe kein gutes Gefühl, aber das ist vorbei. Ich habe diesmal ein ganz, ganz gutes Gefühl und weiß ganz genau, wir werden uns ganz, ganz bald wiedersehen. Und so endet ein ganz, ganz tolles Wochenende. Es war so toll und es hat so gut getan, wieder hier zu sein. Und ich bin so happy und dankbar für eure ganzen positiven Rückmeldungen, die ich in den letzten Tagen bekommen habe. Ja, es ist Sonntagnachmittag und es wird jetzt Zeit für uns, langsam nach Hause zu fahren. Morgen muss ich wieder auf die Arbeit. Wann ich das nächste Mal hier bin, das ist noch nicht so ganz so sicher. Vielleicht, wie ich eben schon gesagt habe, spontan. Spätestens aber dann zu meinem Geburtstag. Ich wollte jetzt auch den Vlog heute nicht so voll packen mit irgendwelchen Informationen, denn es soll ja in Zukunft auch noch viel, viel mehr kommen. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr auch diesem Video hier einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert und vielleicht auch die Glocke aktiviert, so dass ihr auch kein Video mehr verpasst. Vielen Dank, habt einen schönen Tag, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder.